Auf die Plätze, fertig, los Leute, los geht's. Hier seht ihr wieder das Seller Central für die Hater. Einfach mal checken, letzten 30 Tage 1,7, fast 1,8. Nicht schlecht, okay, Umsatz, klar, netto. Wir fangen gerade an. So, ganz schnell heute wieder mal 2 Produkte. Hier haben wir Reinigungstabletten, Vollautomaten. Ich glaube, das habe ich schon mal gezeigt, aber ich zeige es einfach nochmal, falls für den einen oder anderen, der das noch nicht gesehen hat. Unser nettes Produkt, wiegt nicht viel, könnt ihr schnell und gut sourcen, sogar günstig schießen. Nur die Konkurrenz ist jetzt ziemlich stark, das müsst ihr beachten, müsst ihr einfach mit einer coolen Konzept, coolen Marketingstrategie ankommen, um die Ecke kommen, damit ihr da hier erfolgreich sein könnt. Wie gesagt, es ist hier nichts verloren, mit 56 Bewertungen ist hier noch einiges zu holen, der macht 26.000 Umsatz. Also hier einfach mal eine gute Strategie sich überlegen und dann könnt ihr auch hier gewinnen. Für mich persönlich wäre ein bisschen zu wenig mit 12 Euro im Endverkauf. So ist für mich ein bisschen wenig, aber muss für den einen oder anderen nicht heißen. Ne? Für die Marge, wie gesagt, wie man das berechnet, hatte ich schon in den letzten Videos besprochen. Schaut es einfach mal an. Übrigens dann abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr jedes Mal informiert werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Und so immer auf dem aktuellsten Stand bleibt und die geilsten Hacks kennt. Also einfach mal schauen, wie gesagt, ist ein sehr kompetitiver Markt hier und eine kompetitive Nische. Und wie gesagt, das Produkt an sich hat den Mehrwert für den Kunden bzw. auch für euch, denn das ist Gegenstand oder Produkt, denn die Kunden benutzen die Tabs, kommen immer wieder, wie gesagt. Wenn ihr drumherum schon zu Ende denkt, könnt ihr natürlich sehr gut gewinnen. Dieses Video wollen wir ein bisschen kürzer halten. Gehen wir direkt zum nächsten Produkt, auch hier High Demand, High Competition. Hier muss es nicht immer was heißen, aber ein bisschen nach könnt ihr schon mal am Anfang euch danach richten. Das ist ein Kabelbinder, wie gesagt auch ein günstiges Produkt, was ihr schießen könnt bei Alibaba. Für den Anfänger nicht schlecht, um bei Amazon FBA mit einzusteigen. Wie gesagt, die Bewertungen sind auch nicht hier so krass hoch, ne? Sind unter 600, der erste hat 500 und danach alle anderen 200 und dann 375 etc. Und hier der mit 100 macht schon 10.000 Euro Umsatz, also sagen wir mal 5 netto. Das ist kein schlechter Nebenverdienst im Monat, ne? Wie gesagt FBA. Und das könnt ihr auch, also mit einem Kabelbinder, das Ding hier wiegt 100 Pro nichts, nicht so viel, ne? Also könnt ihr auf jeden Fall, seht 81 Gramm, ja? 81 Gramm mit Verpackung, also im Versand kostet das euch so gut wie gar nichts. Wie gesagt, ich zeige euch die Produkte, die meisten halt einfach nur so verstecken und sie für sich selbst nutzen, ne? Aber für den Einsteiger, der mit Amazon FBA anfangen will, wenn ihr da zusammen mit einem Freund beginnen wollt, könnt ihr zusammenschmeißen und damit anfangen. Teilt das Video mit ihm, liked das Video, drückt auf die Klingel, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet und so. Und wie gesagt, ich schätze, das Produkt könnt ihr in China für 1 oder 1,50 Euro schießen und die verkaufen das hier für 16, 17 Euro. Wenn ihr das noch bündelt, also Bundling, sagt man das auch im Englischen, wenn ihr euch das einfach anguckt, okay, mit was wird das meistens halt verkauft, dann nehme ich mit dieser Zange zum Beispiel, dann verlangt die Stadt 16 Euro oder 17 Euro, verlangt ihr 29 Euro und somit setzt ihr euch von der Konkurrenz ab und bietet einfach viel an Mehrwert für den Kunden und verlangt ihr natürlich auch viel mehr. Okay, das war's. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr wissen wollt, klickt auf die Glocke, abonniert das Kanal, kommt in die Facebook-Gruppe, schreibt einfach, was ihr mich da fragen wollt. Bei Instagram bin ich auch und wir sehen uns mit dem nächsten Video. Ciao, ciao.